So, wir machen heute frische Pizza aus dem Opti-Grill. Dazu werden wir die Backschale benötigen. Aber bevor wir damit starten können, müssen wir natürlich erst den Pizzateig machen. Dann machen wir noch die Tomatensauce selber. Anschließend belegen wir dann natürlich die Pizza und dann geht das Ganze ab in den Opti-Grill. Also, bevor wir jetzt die lange Reden schwingen, machen wir jetzt erstmal den Teig. Für den Pizzateig benötigt ihr 500 Gramm Pizzamehl, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Salz, 250 Milliliter lauwarmes Wasser, 10 Gramm Hefe und ein wenig Zucker zum Aktivieren der Hefe. So, jetzt werden wir erstmal anfangen mit dem Pizzateig. Ich verwende dafür meine Hochleistungskitchenmaschine hier. Ihr könnt das natürlich ohne weiteres mit der Hand auch kneten, das ist kein Ding. Aber wenn man so ein Gerät hat, warum soll man es nicht nutzen? Als Tipp kann ich euch mal dabei geben, Pizzamehl zu besorgen. Wenn ihr eine Pizza macht, guckt mal, dass ihr Pizzamehl bekommt. Denn mit dem Pizzamehl wird die Pizza ganz anders, als wenn ihr das normale Mehl 405 nehmt. Mal zur Erläuterung, damit ihr wisst, worum es da auch geht. Das normale Mehl, das 405er Mehl, was wir im Haushalt benutzen, hat einen Glutenanteil von 11%. Und das Pizzamehl hat einen Glutenanteil von 14%. Das hat den Vorteil, dass beim Pizzamehl, wenn ihr das verwendet, der Teig viel geschmeidiger wird und auch viel klebriger. Weil er braucht eine ganz andere Konsistenz, damit ihr den nachher auch ziehen könnt. Den Kuchen wollt ihr nicht ziehen, den wollt ihr in die Form packen. Das heißt, die brauchen eine ganz andere Glutenkonsistenz. Das mal so kurz als Hintergrund. Für den Pizzateig werde ich jetzt erstmal die Hefe in dem lauwarmen Wasser auflösen, den Zucker dazugeben und dann geht auch schon die anderen Zutaten in die KitchenAid und wir fügen auch das Hefewasser hinzu und lassen das Ganze zu einem guten Teig verkneten. Unser Pizzateig ist jetzt fertig geknetet zu einem richtig tollen, glatten Pizzateig. Der wird jetzt eine Stunde lang an einen warmen Ort gehen. Dadurch wird er sich verdoppeln und dann können wir den weiter verarbeiten. In der Zwischenzeit werden wir allerdings unsere Tomatensauce machen für die Pizza. Für die Tomatensauce benötigt ihr 700 Milliliter passierte Tomaten, 1 Esslöffel Basilikum, 1 Esslöffel Oregano, 2 bis 3 Esslöffel Tomatenmark, etwas Salz, um die Säure zu nehmen, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen und Pfeffer und Salz. Wir werden jetzt erstmal die Tomatensauce für die Pizza im Opti-Grill zubereiten. Dazu zunächst die Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Und anschließend den Knoblauch fein hacken. Ein wenig Olivenöl in der Pfanne erhitzen und die Zwiebeln und den Knoblauch leicht andünsten. Den Tomatenmark einrühren, damit er ein bisschen Röstaroma annimmt. Und jetzt löschen wir das Ganze auch schon mit den passierten Tomaten ab. Die Tomatensauce nun mit den Basilikum und dem Oregano würzen, ein bisschen Pfeffer und Salz und jetzt schmeckt ihr das Ganze einmal ab. So, jetzt schmeckt ihr eure Tomatensauce einfach mal ein bisschen ab, nachdem die ganzen Gewürze drin sind. Und wenn die euch zu säuerlich ist, dann macht ihr ein bisschen Zucker rein. Denn Zucker nimmt der Säure von den Tomaten die Säuerlichkeit. Bisschen paradox, aber die entzieht halt die Säure aus den Tomaten. Deswegen ruhig ein bisschen Zucker reinmachen, so nach eurem Geschmack oder ein anderes Süßungsmittel. Aber dann habt ihr echt eine tolle Tomatensuppe oder Tomatensauce. Ich werde mich jetzt gleich erstmal anderes Pulli anziehen, denn die Tomatensauce hat gerade so toll gespritzt, dass mein türkisfarbener Pulli jetzt ein paar rote Sprenkel hat. So, einmal schauen. Das wird eine richtig coole, tolle Pizza Tomatensauce. Jetzt gehe ich mir einen anderen Pulli anziehen. Und dann geht weiter. So, ich bin jetzt umgezogen und der Teig, der ist so toll aufgegangen. Den holen wir jetzt raus. Der Teig ist ausreichend für 2 Pizzen im Opti-Grill. Aber den holen wir jetzt erstmal raus, kneten den noch mal kurz und dann rollen wir den auch schon aus, um ihn im Opti-Grill reinzulegen und zu verarbeiten. Ja, den Teig könnt ihr immer noch etwas
zurechtziehen. Aufgrund dieser Gluten, was ich am Anfang gesagt habe, wird er nämlich so elastisch, dass ihr den wirklich richtig schön in eure Form anpassen könnt. Und macht auch noch so einen kleinen Rand nach oben, mit dem Teig halt, mit dem Pizzateig nach oben, weil dann kann da auch die Zutaten richtig schön drin liegen. Und in der Pizzeria habt ihr ja auch immer so einen kleinen Rand. Das ist ja echt manchmal richtig lecker. Und deswegen zieht den ruhig, wie ihr könnt. Macht einen Rand nach oben mit dem Daumen und dann geht jetzt die Tomatensauce drauf. Wir belegen die Pizza. Wir haben uns entschieden mit Schinken und eingelegte Paprikaschoten, natürlich Käse. Und dann geht das Ganze auch schon ab in den Opti-Grill. Jetzt ist die Pizza auch schon belegt und sie geht jetzt ab in den Opti-Grill. Das Ganze backen wir jetzt im manuellen Modus bei 220 Grad für 15 Minuten auf. Ja, und da ich den Luxus habe, 2 Backschalen zu besitzen, machen wir jetzt gleich die zweite Pizza auch direkt fertig, damit, wenn die fertig ist, die andere Backschale direkt reinwandern kann. So, das war unsere Pizza im Opti-Grill. Ich hoffe, das Rezept hat dir gefallen. Uns hat die erste Pizza bereits sehr gut gemundet und jetzt geht es an die zweite. Ich freue mich auf Kommentare, ich freue mich auf Daumen hoch, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.